abgehauen? Ist er weg? Was war das? Okay, ich kann hier mit Licht drin sitzen. Ich sollte mich verstecken, aber vor was? Fängt es jetzt an? Kommen jetzt die Monster? Oh Mann, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Hier war doch noch ein Zettel. Nimm. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, sehr merkwürdig. Plötzlich fügen sich die Teile doch noch zusammen. Alter, habe ich den jetzt aufgenommen? Wo ist der Schlüssel? So. Der Schlüssel zum Maschinenräumchen. Und hier schlich irgendeine Kreatur lang. Und die ist jetzt bestimmt runtergegangen, weil ich habe eine Tür gehört, die hinter sich zugemacht hat. Das kann ja nur diese Tür sein. Na dann, Prost Mahlzeit. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf. Und das kann ich auch nicht glauben, dass er so einen schrecklichen Schatten wirft. Ich wüsste gern, was mich verfolgt hat. Der Schlüssel zum Maschinenraum. Der Maschinenraum war da hinten. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Ja. Die sind dann zusammen in die Wüste und jetzt wissen wir ja, was passiert ist. Also so langsam. Die haben eine Kugel gefunden. Und diese Kugel hat es wohl in sich. War hier der Maschinenraum? Ich glaube schon. Ne? Ja, aber ich habe doch jetzt den Schlüssel, mein Guter. Aufgeschlossen und ab geht's in den Maschinenraum. Okay, Maschinenraum, Rohre, sehr viele Rohre, Dreck und Rost. Immer ein gutes Zeichen. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was gibt es denn hier? Ventile. Die können wir nicht benutzen. Hinter den Kisten ist nichts. Das ist nicht so gut. Ich hätte gern noch ein paar Sachen gehabt. Eine Waffe wäre auch schön. Ich fühle mich so nackt. Irgendwie. Ein Zettelchen. Aufzeichnung. Mhm. Oh. Alles klar. Kann ich hier ausmachen? Dann lesen wir erstmal, bevor wir da an den Hebelchen July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture.
The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Okay. Also diese Kugeln sind schon so alt, das erinnert mich gerade ein bisschen an Assassin's Creed. Da laufen wir ja auf diesem Apfel, den Reichsapfel, der die ganze Macht besitzt. Okay. Druck. Das ist das Druckventil. Ich hoffe, ich habe den Zettel noch dabei oder kann es nachlesen, wie wir die Sachen einstellen sollten. Das ist nicht so schön. Habe ich noch Öl dabei? Zum Glück. Packe ich mal direkt alles voll. Komm. Naja, Störungskreislaufstab und so Sachen. Genau. So, was haben wir hier unten? Hoffentlich kommt hier nicht dieses Vieh nochmal ran. Ein Raum. Hübscher Raum. Die sind immer... Zahnräder. Fluxus. Was ist das denn hier? Strom. Druck und Strom. Memo. Maschinenausstattung. Ich darf auch mal lesen. Okay. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle 3 brechen. Okay. Da wird man langsam verrückt. Schnell das Lämpchen an. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Okay. Alles klar, also jetzt ist auch noch der die Zettel von Alexander und der Brennenburg gefunden. Und der soll sich schützen. Aber vor was? Das ist genau die Frage. Und ich muss mich auch vor irgendwas schützen und verstecken und ich habe das Vieh noch nicht gesehen. Noch ein Zettelchen. Das sieht mir mehr nach dem Maschinenraum aus. Hier ist Nebel. Oh, gleich können wir hier ein bisschen rumspielen. Können wir noch Lampen anmachen? Das wäre sehr, sehr schön. So. Auch diesen Zettel gelesen. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled.
I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Okay. Also, haben wir unser Vieh selbst mitgebracht oder was? Aus Afrika? Ja klar, wir haben ja diese Kugel mitgebracht. Aber da ist doch nicht jetzt das Vieh mitgekommen, oder? Okay, hier ist noch Öl. Öl ist super. Aber ich habe ja meine Laterne gerade erst gefüllt. Oh, komme ich hier nicht durch? Komm, ich kann doch hopsen. Da ist noch eine Unterbüchse und sonst nichts. Okay. Geräusche. Das sind hier die Aufzugdinger. Hier haben wir 3 Stäbe. Ein riesiges Rad. Noch ein Hebel. Noch ein Rad und ein Hebel. Okay. Ich habe gerade keinen Plan, wie das hier funktioniert. Steht hier irgendwas Schönes drin? Nichts. Sehr super. Memo Maschinen. Upsalala, das wollte ich doch nicht. Anleitung. Ah ja. Okay, wie der kaputt geht. Okay, wir sind jetzt bestimmt an dem Dampfmotor. Bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Maschineninstrumente sollten Folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Hoch 8 und runter 8. Wie stelle ich das ein? Kann ich hier überall einfach dran ziehen? An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Okay, ich mache die an. Es fehlen Oh, ich muss Zahnräder da einsetzen. Es ist nichts im Brenner. Alles klar. Okay, Zahnräder haben wir hier gesehen. Hier ist ein Zahnrad. Das Zahnrad passt nicht in die Speiche. Ah, okay. Das kommt in die Mitte. Zahnräder. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. In jedem Raum war, glaube ich, eins. Ah, nicht. Hier lag da Es lag da eins. Vor langer Zeit lagte da ein Zahnrad. Es war ganz einsam und verrostet. Doch nun führte ich es zu seinem Kollegen. Und nun waren die beiden vereint. Aber die beiden Zahnräder waren einsam und suchten noch ihrem dritten Kollegen, der auch in den Tiefen dieses Kellers verschollen war. Aber man wusste nicht, wo der dritte Kollege lagte. Sorry, so. So, wo war der denn? Haben wir den schon gesehen? Das dritte Zahnrädchen. Oh, guck mal, hier sind auch Zunderbüchsen, die habe ich ganz übersehen. Komme ich hier auch noch dran? Danke. So, wo ist denn das kleine? Okay, hier nicht. Hier
Hier ist alles sauber. Da oben, ja, in dem einen Raum waren noch Zahnräder. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt mitnehmen müssen, oder? Hier war keins mit drin, oder? Habe ich hier was übersehen? Nö. Da auch nicht. Ah, hier liegt noch eins. Okay. Wartet, ihr kleinen Zahnrädchen. Euer Kollege kommt gerade runter. So. Sie sahen ihn und freuten sich, und die 3 Zahnräder waren vereint und wieder glücklich. Und ratterten die ganze Nacht. Okay, hier muss ich noch Kohle reinpacken. Kann ich die Teile? Ja. Oh. Ich sollte nicht die ganze Zeit mit meiner Lampe rumlaufen. Das habe ich letztes Mal auch schon gemacht und man sieht, was da rauskommt. Wo ist das Öl? Zur Hälfte aufgefüllt. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel soll ich denn da reinpacken an Brennmaterial? Machen wir einfach mal voll, oder? Ah, okay. Der Brenner ist voll. Zu. Zahnräder und Brenner. Bams. Das brennt. Die Maschine funktioniert nicht. Okay, was muss ich denn jetzt noch machen? Irgendwas fehlt noch. Was muss ich noch machen? Die Maschine funktioniert noch nicht. Da ist bestimmt irgendwas da. Je. Oh je. Ich muss bestimmt an diesen Hebel noch irgendwie rumbasteln. Die hier oben irgendwo waren. Einen Augenblick. Da waren sie auch schon.